Die Glanz und Gloria schreibt nochmal wieder jede Menge Mist. Über wen denn? Zeig mal her. Marlene von Lahnstein lesbisch. Marlene und Tristan dementieren jetzt alles auf einer Pressekonferenz. Ja, das stimmt. Ich hatte Sex mit Rebecca von Lahnstein. Ja, komm. Wenn du dich umbringen willst, bitte. Willst du nicht wenigstens wissen, warum ich mich so verausgabt habe? Warum? Weil ich es nicht mehr aushalte, Leo. Und du bist einfach zu heiß für mich. Ich will dich. Also doch. Sie hatten eine Affäre mit Rebecca von Lahnstein. Wir standen uns sehr nahe. Es ist schon etwas länger her. Ich steckte in einer Krise und Rebecca war für mich da. Und jetzt? Jetzt sind Sie bisexuell, hm? Nein. Sondern? Jemand, der nicht gerne in eine Schublade gesteckt wird. Sie fragen mich nach Rebecca von Lahnstein? Sie ist ein wundervoller Mensch, mit dem ich eine tolle Zeit verbracht habe. Die ich bestimmt nie vergessen werde. Aber sie gehört der Vergangenheit an. Meine Zukunft sitzt hier. Das reicht jetzt. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass sie es zugibt. Hast du jetzt zu Tristan gehört? Was hast du denn erwartet? Ich weiß nicht. Für einen Moment, da dachte ich. Guck mal, das ist doch ein Riesenschritt. Total mutig von Marlene, dass sie überhaupt dazu steht. Außerdem zeigt das auch, wie wichtig du ihr bist. Ja, weil sie liebt Tristan. Rebecca, das sagt sie. So ist es auch. Wer hat denn die Verbindung gelöst? Sie oder Rebecca von Lahnstein? Bitte respektieren Sie das. Wer allerdings noch Fragen zur heutigen Wiederaufnahmepremiere von Lily Rose hat, die werde ich sehr gerne beantworten. Und Sie, Herr von Lahnstein, wussten Sie denn von dieser besonderen Verbindung zwischen Ihrer Schwester und Ihrer Verlobten? Ich versichere Ihnen, dass alle Beteiligten die Angelegenheit unter sich klären konnten. Oh ja, und das nennt man dann wohl eine offene Beziehung, was? Wenn es keine Fragen mehr zum Musical gibt. Doch, ich hätte da noch ein paar Fragen an Rebecca von Lahnstein, aber schade, dass sie nicht hier ist. Die Pressekonferenz ist beendet. Vielen Dank, meine Damen Sie und Herren. hat doch immerhin die Kostüme für das Musical entworfen, oder nicht? Verlassen Sie alles. Danke. Warum hast du das getan? Marlene hat reinen Tisch gemacht. Das ist gut. Ja, das kann ich akzeptieren. Wie geht's eigentlich Christian Schulter? Ab der Hand. Sehenscheidenentzündung ist halb so schlimm, kann schon wieder arbeiten. Naja, müsste ich ein bisschen schonen, aber das kann er ja schlecht, kennst ihn ja. Warum kann man sich nicht aussuchen, in wen man sich verliebt? Du bist einfach abgehauen. Du bist einfach eingeschlafen. Warum hast du mich nicht geweckt? Damit du dich ausruhen kannst von deinem Extreme Treppensteigen. Aber heute Abend tun wir das nach, ja? Da habe ich schon was vor.
Ja, so ein echt cooler Typ feiert eine Party. Ja, der hat ziemlich viel Mist erlebt und wäre fast gestorben. Aber er hat gekämpft. Und jetzt kann er sogar wieder Treppen steigen. Das muss doch gefeiert werden, oder? Ich glaube, da bin ich dabei. Wäre sonst auch schade. Du bist unglaublich. Und wo wollen wir diese Back-to-Life-Party starten? Im No Limits? Hätte ich gern gemacht, aber hier kommen die Leute vom Theater nach der Vorstellung hin. Na, dann nehmen bei uns. Und Clarissa? Ach, die hat bestimmt nichts dagegen. Okay. Also, einmal bitte Standard mit Gurke und dann noch einmal Mozzarella Pesto ohne Tomaten, aber dafür mit Rucola und extra Parmesan. Klingt nach Ricardo. Ja, er hat heute auf dem Gestüt ausgeholfen. Ich bin ja zurzeit etwas gehandicapt. Ja, der versteht was von Pferden? Naja, aber er kann anpacken. Und von uns aus kann er auch länger bleiben. Hagen hat ihn sogar im Vertrag angeboten. Als Stallbursche? Als Pferdepfleger. Man ist Arzt. Ist doch lächerlich. Warum? Weil er Arzt ist. Ein sehr guter. So, einmal das Lunchpaket. Ja, danke. Also, warten wir bitte doch einfach mal ab. Tschüss. Schönen Nachmittag. Danke. So, da haben wir den Tapas-Teller. Ricardo braucht dringend professionelle Hilfe. Einen Psychologen. Dann kann er vielleicht sein Trauma überwinden, aber doch nicht, indem er die Mistgabel schwingt. Er setzt seine Karriere aufs Spiel, alles. Hast du mal mit ihm darüber gesprochen? Ja, aber ich bin im Moment auch nicht die Richtige nach allem, was war. Soll ich vielleicht mal mit ihm reden? Ja, ich könnte ihn etwas fragen über Alzheimer und das wäre vielleicht ein Einstieg in so ein Gespräch. Ein Versuch jedenfalls wäre es doch wert, oder? Mhm. Es tut mir leid, dass ich dich so überfallen habe. Ich hatte das Gefühl, es ist richtig wichtig, die Wahrheit zu sagen. Hast du auch nur mal eine einzige Sekunde darüber nachgedacht, wie es mir dabei geht? Wenn du vor der versammelten Presse verkündest, dass du mich mit meiner eigenen Schwester betrogen hast. Und du bereust es noch nicht mal. Ich wollte dich nicht verletzen. Das hast du aber verdammt nochmal. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich dir das glauben kann. Tristan! Tristan, du kommst doch heute Abend, ins oder? Theater. Ich weiß es noch nicht. Du hast die Musik schon rausgesucht? Ja, und sogar schon mit der Liste angefangen. Wir brauchen aber unbedingt noch Gläser. Die können wir beim Catering holen. Was hältst du eigentlich von den Boxen unten? Die sind doch gar nicht so schlecht, oder? Ja, und für die Tanzfläche schieben wir den Esstisch einfach ins Badezimmer. Das ist mir egal. Ja, dann finden Sie einen Weg. Dafür werden Sie bezahlt. Oh. Puh, endlich Ruhe. Ich glaube gar nicht, wie gut das tut. Da unten in der Firma ist so viel Betrieb. Das ist wirklich eine Wohltat, endlich mal keine Menschen um sich herum zu haben. Ihr beide seid natürlich davon ausgenommen. Damit wäre die Party dann wohl geplatzt. Es sei denn, wir werden Clarissa irgendwie los.
Ricardo, praktizierst du jetzt hier? Ich habe dir heute ausgeholfen. Was suchst du hier? Ich suche Christian. Ja, der ist hoch zur Koppel. Ich glaube, einer der Stuten hat sich verletzt. Soll ich dir den Weg zeigen? Nein, wenn es dich nicht stört, warte ich hier. Ich will vielleicht ein paar Reitstunden nehmen. Das steht noch auf meiner To-Do-Liste. Einmal auf einem Pferd sitzen. Du bleibst beweglich, sehr gut. Und nie aufgeben. Auch sehr gut. Ricardo, darf ich dich um einen Rat fragen? Nicht als Veterinär. Du weißt, ich bin kein Spezialist für Alzheimer, aber bitte. Aber du bist ein Arzt, der es einem erklären kann, sodass man es versteht. Das können nicht viele deiner Kollegen. Da bist du eine rühmliche Ausnahme. Arno, was willst du? Ich meine, es hat doch schon mal funktioniert. Wir geben der Polizei einen anonymen Hinweis, die holen eure Oma ab und wir haben freie Bahn. Das ist nicht lustig, Emilio. Hey, Clarissa wurde da zu Unrecht reingezogen. Ja, was ist denn da überhaupt vorgefallen? Gegen diese Designerin, die angeblich von Tanja von Landstein von der Treppe gestoßen wurde. Mal ehrlich, zuzutrauen wäre es ihr. Aber es gibt ein Video von der Überwachungskamera, da sieht man, dass das eindeutig ein Unfall war. Ja, und was hat eure Oma damit zu tun? Es gab den Verdacht, dass sie die Aufnahmen versteckt hätte. Hat sie aber nicht. Sie hatte mit der Sache einfach nichts zu tun. Ist ja schon gut. Fakt ist, wir können die Party keinesfalls absagen. Ich habe schon so vielen Leuten Bescheid gesagt, es geht einfach nicht. Wir müssen Clarissa irgendwie weglocken. Das heißt, Präsident? Ja, Kim. Kim hat da bestimmt eine Idee. Die sollten wir mit ins Boot, wenn die ist gut und sowas. Präsident. Ja. Hey. Kriegst du kalte Füße? Ich? Soll ich Sebastian von Landstein einladen? Hast du denn mit ihm gesprochen? Aber du wolltest. Er hat mir mein Leben gerettet. Da sollte ich wenigstens Danke sagen, oder? Aber ich weiß nicht, wie. Dann lad ihn doch wirklich auf die Party ein. Das Motto Back to Life passt ja auch zu ihm. Du hast das gesehen? Danke. Wofür? Dass das mit uns... dass das nicht völlig bedeutungslos für dich war. Hast du das wirklich geglaubt? Jedenfalls war es sehr mutig von dir. Und für mich hat sich vieles in die richtige Perspektive gerückt. Wie meinst du das? Du gehörst zu Tristan. Das habe ich verstanden und ich werde es respektieren, versprochen. Ja. Ich muss dann mal das Musical. So, natürlich. Ich will dich auch gar nicht länger aufhalten. Toi, toi, toi für heute Abend. Wird schon schief gehen. Es muss auf jeden Fall was über die ganze Nacht sein. Möglichst bis morgen Mittag, damit wir aufräumen können. Wir tun einfach so, als ob Clarissa einen Preisausschreiben gewonnen hätte. Eine Übernachtung in einem Wellness-Tempel. Naja, deine Oma ist jetzt nicht so der Kreuzworträtsel-Typ. Ja, stimmt auch. Obwohl, ich weiß, was wir können. Und, hast du schon das mit deiner Schwester gehört? Nee, was denn? Welche Schwester? Marlene? Nee.
Emilio, ist irgendwas passiert? Charlie schickt dich. Nein, es war meine Idee. Ja, nachdem sie mit dir gesprochen hat. Wir machen uns Sorgen, Charlie und ich. Dafür gibt es keinen Grund. Ricardo, du machst dir das Leben zurzeit schwerer, als es ist. Warum stellst du dir darüber keine Diagnose und suchst Hilfe professionell? Weil ich keine brauche. Aber Ricardo, du wirst gebraucht. Als Arzt. Das ist deine Berufung. Und du bist es mit Leib und Seele. Arzt. Woher wollt ihr das wissen, hä? Was ich bin oder was ich nicht bin. Ihr kennt mich gar nicht. Wenn Sie kurz hier warten möchten, der Graf wird gleich erscheinen. Ja, danke. Hallo, Timo. Hallo. Wie geht's dir? Ganz gut. Und selbst? Gut. Ja. Ich schmeiß heute eine Party. Ja. Und das Motto ist Back to Life. Weil ich ja wieder fit bin. Also, so gut wie. Ja, Sie auch. Jedenfalls sind Sie eingeladen. Ja. Danke. Ja. Wollen wir uns vielleicht setzen? Ja. Wie die alten Säcke, was? Eigentlich wollte ich ja schon früher kommen und an mich bedanken, aber ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich meine, Sie haben mir das Leben gerettet. Mehr kann man für den anderen nicht machen und da kann ich ja schlecht mit einer Schachtel Pralinen kommen und sagen, gracias und tschüss. Ich meine, wie bedankt man sich für sowas? So wie du es gerade tust, würde ich sagen. Und indem du gut auf meinen Leberlappen aufpasst. Wie macht er sich denn eigentlich? 1A, wir verstehen uns ganz gut. Ich spüre die adlige Herkunft. Trotzdem denke ich, dass es selbst für einen Mediziner keine Schande ist, Hilfe anzunehmen. Arno, beenden wir dieses Gespräch. Jemand sehr Kluges hat mir einmal gesagt, um seine Probleme zu lösen, muss man sich ihnen stellen. Dieser jemand warst du. Dieser jemand stellt sich seinen Problemen auf seine Art. Akzeptiert das endlich, ja? Also nicht sauer sein, aber ich freue mich auf einen gemütlichen Abend mit meiner Frau und meiner Tochter. Das rechne ich Ihnen übrigens doppelt hoch an, ne? Dass Sie für mich gespendet haben, trotz der Geschichte mit Ihrer Frau. Ist Vergangenheit. Lass uns nicht weiter drüber reden. Aber auch wenn ich kein Partylöwe bin, ich würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder treffen. Ja, klar, ich auch. Ich meine, Sie können ja gerne mal bei uns vorbeikommen. Mein Vater würde sich freuen und meine Oma auch. Die ist Ihnen wahnsinnig dankbar. Ich weiß, so schlimm wie alle denken, ist sie eigentlich gar nicht. Sie ist ein bisschen tough, aber eigentlich ganz harmlos. Du gehst jetzt da rein und operierst! Clarissa, ich bin Arzt, kein Metzger! Willst du Timo sterben lassen? Komm, endlich zur Vernunft! Alles in Ordnung. Ja. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du extra vorbeigekommen bist.
Marlene? Marlene, bist du hier? Im Bad? Mama und Papa versuchen die ganze Zeit, dich anzurufen. Ich glaube, die denken, dass an der ganzen Sache was dran ist, obwohl ich ihnen gesagt habe, dass das alles nur ein PR-Gag ist. Ist es nicht? Du hattest wirklich was mit ihr? Rebecca? Meine Schwester. Ja, Kim meint, dass es vielleicht nur ein PR-Gag ist, um die Trommel für Lily Rose zu rühren. Du hast es gewusst, oder? Nicht direkt. Nur, dass es jemanden gab. Echt, ja? Also, das hätte ich dir jetzt echt nicht zugetraut. Und was sagt Tristan dazu? Du, ich bin spät dran, ja? Was soll ich denn jetzt Mama sagen? Gar nichts. Ich rede mit ihr. Nach der Vorstellung. Ich frage mich nur, warum sie vor ein paar Wochen noch alles abgestritten hat. Moment mal, abgestritten? Hast du was geahnt? Ja, also nicht direkt. Ich habe ein Gespräch mitbekommen mit Christian. Da hat sie was erwähnt von ihren Gefühlen Rebecca gegenüber. Aber denk, Marlene, wir verurteilen sie, weil es um eine Frau geht. Das glaube ich nicht. Aber warum redet sie da nicht mit uns darüber? Weil Kinder irgendwann groß werden und ihre Probleme alleine regeln werden. Komm, Schatz. Damit fängt das Elend an. Frau Schneider? Charlie. Ja. Die hat heute Abend frei. Sie geht ins Musical, soweit ich weiß. Soll ich irgendwas ausrichten? Nein. Das, was ich ihr zu sagen habe, das sage ich ihr lieber selbst. Okay. Warum müssen sich manche Menschen immer in alles einmischen? Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber ich kann Ihnen was zu trinken anbieten. Ein Brandy, bitte. Auf Eis. Auf Eis. Um den Lieferanten kümmere ich mich morgen. Ich hatte heute wirklich genug Ärger. Okay. War Frau von Lahnstein heute überhaupt in der Firma? Dazu brauche ich die richtigen Kontakte. Aber du kannst sie doch bekommen, von der Assistentin von Lotti Rothfeld. Ah, die ist heute mit ihrer Chefin auf einer Vernissage in Paris. Mist. Kim, einen Moment bitte. Lotti Rothfeld ist auf einer Vernissage in Paris? Mhm. Wo? Oh, die Assistentin hat es mir gesagt, aber keine Ahnung. Doch. Wie heißt das Viertel nochmal? Irgendwas mit P. Pigalle? Pigalle, genau. Und die Galerie heißt Pomm, wie Apfel. Eine gute Gelegenheit für ein unverbindliches Treffen. Danke. Mhm. Buchen Sie mir ein Hotelzimmer. Ja. Ich reise nach Paris. Tristan, was für ein genialer Coup, so kurz vor der Wiederaufnahme. Ich dir gar nicht zugetraut. Und ich hatte recht damit. Du musst auf deine Gesichtszüge achten, mein Junge. Das Einmaleins des guten Auftritts. Danach nimmt dir niemand mehr ab, dass das Outing geplant war. Sie hat dich vor versammelter Mannschaft kastriert. Halt deinen Mund, Ansgar. Was denn? Ich bin doch nur der Überbringer der schlechten Nachricht. Ich sag Ansgar, nur... sei einfach mal still. Weißt du, wenn du die Wahrheit nicht verträgst... Es reicht, Ansgar. Sie haben Ihren Spaß gehabt. Schade. Ich fand's wurde gerade lustig. Gehst du nicht in die Vorstellung? Marlene? Sind Mama und Papa auch da? Klar. Wie geht's dir? Keine Ahnung. Es tut mir so leid. Ich hätte es euch viel eher sagen sollen. Ihr hättet es nicht so erfahren dürfen.
So ist es halt, wenn man einen Promi in der Familie hat. Da erfährt man eben so manches aus der Zeitung. Aber so war das doch alles gar nicht geplant. Mach dich nicht verrückt. Wir stehen alle hinter dir. Tristan? Ist nicht gekommen. Ich frage mich die ganze Zeit, was als nächstes kommt. Zuerst erfahre ich, dass angeblich nur Rebecca in Marlene verliebt ist, dann, dass die beiden miteinander geschlafen haben. Und jetzt stellt sie mich vor der gesamten Öffentlichkeit bloß. Wenn da wirklich Gefühle im Spiel sind, kann ich mir sicher sein, dass das Ganze für Marlene vorbei ist. Wie kann ich hier überhaupt jemals wieder vertrauen? Marlene hat die Fakten auf den Tisch gelegt. Und sie will mit dir zusammen sein. Warum sollte sie lügen? Ich habe den Eindruck, sie will vor allem ehrlich sein. Zu sich und zu den anderen auch. Elisabeth? Ja, ich komme, sofort. Ich kann verstehen, dass du von all dem nicht begeistert bist, aber eigentlich spricht es doch für Marlene. Dass sie ihre Gefühle nicht abstreitet, sondern dass so steht. Wir sind spät dran. Ja! Ich hätte es dementieren sollen, aber ich konnte nicht, verstehst du? Wahrscheinlich verlässt er mich jetzt. Bereust du's? Nein. Nein. Ich will nicht lügen müssen, damit er mich liebt. Er wird's verstehen. Gib ihm ein bisschen Zeit. Hm? So. Und jetzt nutzt die letzten Minuten, um dich auf die Show zu konzentrieren, ja? Zeig ihm, was du drauf hast, Baby. Oh Gott, Entschuldigung. Au. Die Reservierung im Hotel Bécassine hat geklappt. Wunderbar. Der Wagen stand auch bereit. Ja, dann können wir ja los. Ich bin dann weg. Ja, ich bin auch gleich weg. Ich habe nur noch was Wichtiges abgeheftet. So viel Gleis lobe ich mir. Du verreist? Ja, in der Vernissage in Paris. Ich bin morgen wieder zurück. Viel Spaß. Danke. Ich finde schon noch raus, was hier gespielt wird. Und für Timos Leberversagen ist im Fremdkörper in ihm gefunden. Klammer, vermutlich von seiner letzten OP. Du, das ist eine Katastrophe, nicht nur fürs Krankenhaus. Timo hätte dabei sterben können. Hast du eine Ahnung, wer ihn zugemacht hat? Ich. Timo hätte dabei sterben können. Ich. Sterben können. Er hat keinen Puls mehr. Und er atmet nicht. Ich brauche Adrenalin sofort. Ricardo, worauf wartest du? Beeilen Sie sich. Ricardo! Nach reiflicher Überlegung habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich quittiere meinen Dienst. Alles in Ordnung? Das Eis ist ja schon fast geschmolzen. Soll ich Ihnen einen neuen bringen? Stimmt so.
Spaß? Klar. Du hast noch gar nicht erzählt, wie es gelaufen ist. Beim Grafen? Hey. War ganz cool. Ich meine, der Typ ist echt locker. Wir konnten über alles reden. Aber er hat keinen Bock, auf die Party zu kommen. Hey. Ich glaube, es war ganz gut, dass ich da war. Jetzt fühlt sich das alles nicht mehr so fremd an. Ein bisschen komisch, oder? Nein, gar nicht. Klingt sogar ziemlich gut. Und genau das wird jetzt gefeiert. Komm. Ihr könnt mich für dumm verkaufen. Ja, großartig, großartig. Und du, mein Liebes, ganz besonders. Würdet ihr mich im Moment... Bitte alle noch mal auf die Bühne. Auch du, komm. Das ist unser Applaus. Lotti Rothfeld ist auf der Fashion Week in Mailand. Sie hat mir gestern eine Mail geschrieben. Wenn mich jemand an der Nase herumführen will, dann muss er sich schon ein bisschen mehr Mühe geben. Was soll denn das ganze Theater hier? Das war meine Idee. So ein Quatsch. Die Party, und die konnten wir dann eben nicht mehr absagen. Naja, und wir hatten Angst, dass du sie uns verbieten würdest. Stimmt, das verbiete ich mir. Hier eine Party zu schmeißen ohne mich. Also wenn jemand zu feiern weiß, dann ich. Hier. So geht das. David, das ist ja nicht dein Ernst. Das ist ja ein Knaller. Ja, los. Oh, schau mal, Timo. Alle Lieben vereint. Papa fehlt. Oh, den habe ich ganz vergessen. Naja, das ist mir jetzt überhaupt unangenehm. Halb so wild. Das ist ja ein Knüller, danke. Ich wollte dich unter 4 Augen sprechen. Und jetzt? Sagst du mir jetzt, dass du mich verlässt? Marlene. Just down, slow down, before somebody steals your place. Close the white book, unplug the brain from the game. Ricardo, wir haben dich schon vermisst. Was ist hier denn los? Hast du unsere SMS nicht bekommen? Wahrscheinlich ist mal wieder dein Handy auf Stumm geschaltet. Hey, schön, dass du doch noch gekommen bist. Timo und ich hatten die Idee, eine Back-to-Life-Party zu machen. Ja, weil ich ab heute meinen Rollstuhl nicht mehr brauche. Weil du ihn bald nicht mehr brauchst. Der ist für Clarissa. Kommt ihr mit rüber? Clarissa ist eh die Beste. Wir dachten erst, sie vermiest uns die Party. Aber dann hat sie so fett aufgefahren. Du musst dir nachher unbedingt mal diese Torte angucken. Danke. Das ist für dich? Du bist wirklich der absolute Brüller. Vielen Dank, du bist die Beste. Du hast wirklich keine Beschwerden mehr. Hör mal, ich bin die komplette Treppe ganz allein hochgestiefelt. Die Willensstärke hat er von mir. Timo, übertreib's nicht. Und was ist dein Beitrag zum heutigen Abend? Spielverderber? Brauch einen Drink. Wahrscheinlich hat er einen anstrengenden Tag gehabt. Aber dadurch lassen wir uns die Laune nicht verderben. And you're the victim of the crime.
Ich liebe dich. Und ich werde dich nicht verlassen. Auch wenn es mir lieber gewesen wäre, dass das mit dir und Rebecca nicht passiert wäre. Aber es ist nun mal passiert. Und wenn es nach mir gegangen wäre, dann hätte auch nicht gleich die ganze Welt davon erfahren müssen. Aber du warst ehrlich und das rechne ich dir hoch an. Ich hätte schon viel, viel früher ehrlich sein müssen. Du wusstest nicht, wie ich reagieren würde und ich wusste es bis eben auch nicht. Ich will mit dir zusammen sein. Unter der Bedingung, dass wir unsere Beziehung nie wieder in der Öffentlichkeit verhandeln. Von der Hochzeit mal abgesehen. Einverstanden. Hast du irgendwo noch was zum Trinken? Klar. Ich hol schnell was, ja? Super. Du könntest wenigstens versuchen, so auszusehen, als würdest du dich amüsieren. Das kann ich nicht. Tu es für den Jungen. Als ob es dir darum ginge. Hier geht's doch nur um dich. Dein Geld, deine Macht, deine Rache. Reiß dich zusammen. Du spielst dich hier als große Gönnerin auf. Wenn ich es positiv sehen wollte, würde ich sagen, du tust das, um dein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Ganz genau. Du hast gar kein Gewissen, das ist das Problem. Du hättest Timo sterben lassen, nur um dich an Tanja von Lahnstein zu rächen. Du weißt ganz genau, dass das nicht wahr ist. Und ob das wahr ist. Du hättest Timo viel eher retten können, aber du hast dich dagegen entschieden.